Eine Aufgabe zu den Konnektoren. Zuerst sehen wir uns den Satz an, dann die Konnektoren. Er ist krank. Das ist wohl der Grund, er nicht gekommen ist. A. Wie. B. Obwohl. C. Deshalb. D. Weshalb. Auch hier streichen wir am besten zuerst die Wörter, die nicht passen. B. Obwohl. Obwohl zeigt normalerweise einen Gegensatz an und entspricht so Wörtern wie trotzdem, dennoch, aber, sondern und so weiter. Das heißt, das Wort obwohl, B, passt hier überhaupt nicht. Das nächste Wort, das nicht passt, ist das Wort wie. Wie ist entweder ein Fragepronomen oder es ist der Konnektor für den Vergleich, wenn zwei Dinge gleich sind. Jetzt kommen wir zur kausalen Bedeutung. Hier bleiben noch übrig C deshalb und D weshalb. Hier geht es aber darum, dass wir eigentlich einen indirekten Fragesatz haben. Damit fällt dann auch C aus. Deshalb ist eine Antwort, ist aber nicht ein Fragepronomen. Weshalb ist ein Fragewort, so wie wer, wo oder was. Und damit ist es hier die richtige Lösung, denn wir haben den Satz, er ist krank. Das ist wohl der Grund, er nicht gekommen ist. Und hier kann man das Fragewort weshalb einsetzen. Weshalb er nicht gekommen ist. Weshalb entspricht also anderen typischen Fragewörtern, die kausal verwendet werden. Hier könnte man zum Beispiel nennen, weshalb ist warum und ist wieso. Am Ende haben wir den Satz, er ist krank, das ist wohl auch der Grund, weshalb er nicht gekommen ist. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es mit euren Freunden. Danke und bis bald. Ciao.